habe jetzt gerade, das hatte ich mal in einem Kommentar, es macht es dem Motor irgendeinen Schaden, wenn ich die Motorbremse von 0 auf 3 ziehe, oder muss ich 1, 2, 3 machen? Ach, er hat Daumen hoch gemacht, hast du das gesehen? Ja. Der saß aber in einem anderen Modell. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Das war kein DAF, ne? Das war kein DAF. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Dieses Video wird präsentiert von Y-Food, mein Partner bei längeren Fahrten und Kampf gegen den Hunger. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Das ist meine allererste Fahrt mit einem DAF. So, jetzt muss man einmal den Ton ausmachen. Das versuche ich einfach mal. Mit dem Drehknopf, ja. Ja, ich hatte jetzt die Mute-Funktion. Okay, also ihr habt noch Schlüssel, kein Taster, sondern Schlüssel. Stimmt, ja. In neutral bin ich. Okay. Armlehnen, ganz wichtig. So. Okay, vorwärts, rückwärts ist hier. Das ist Retarder, gehe ich von aus. Blinker links, rechts. Ja, wie gehabt. Hier haben wir jetzt auch die pneumatische Parkbremse. Ganz genau. Ja. Bremspedal treten. Hier, beim Anfahren. Ja, genau. D2 Automatik, hat gleich den zweiten Gang gewählt. Ja. Gewichtsabhängig, ja? Das ist gewichtsabhängig, ja. Er macht immer, auch wenn man, sobald man eigentlich die Zündung anmacht, dann berechnet das Fahrzeug schon, wie schwer er ist. Ja. Das heißt, beim leeren Auto wird er in einem höheren Gang wegfahren. Okay. Ja. So, dann warten wir, bis der Kollege hier weg ist. Ja. Wir haben übrigens auf diesem Auto eine Motorbremse drauf. Die ist hier. Ja. Die ist dreistufig. Kann man die bedienen. Retarder hat der jetzt nicht. Das ist kein Retarder. Der ist ja optional halt. Genau. Okay. Ja. So. Muss man ja ein bisschen eine große Kurve machen wegen des Kreisverkehr. Und dann können wir schön der Kollege hinterher fahren. Das mache ich. Das mache ich. Wie viel PS haben wir jetzt hier in dem? 480. 480. Für mich gerade die Monitore wieder. Aber man sieht wirklich viel. Ja. Ja, da ist auch ein Auto-Panning-System, heißt das. Auto-Panning, das heißt, dass der Kamera das Eck vom Trailer eigentlich immer im Blick hält. Ja. Damit du schön siehst, wo du fährst. Der Kollege hat Angst, dass er über 4,20 Meter ist. Ja, man muss sagen, hier sind ja Journalisten auch dabei, die nicht täglich LKW fahren. Genau, oder, ja. Die zwar den Führerschein haben, aber es ist sehr eng, ja. Es ist ein bisschen eng, ja. Aber wir haben ja keine Außenspiegel mehr, das heißt, wir können uns jetzt außen nichts wegfahren, außer die Kameras, ja. Ja, aber da gehört schon viel Talent dazu, wenn wir die jetzt weg kaputt fahren. Aber er schaltet auch schnell in Dunkelmodus um, sehe ich. Genau, ja. Der schaltet gleich um, das macht eigentlich das ganze Fahrzeug, auch das Display, die Kamerasysteme, die Bildschirme, alles schaltet im Nachtmodus. Ja. Richtung Granada. Ja. Oh, aber man hört den Motorsound. Das ist gut. Schön, ne? Haben wir hier Gewicht drauf? Wir sind 40 Tonnen. Ich wollte gerade sagen, weil sonst ist das ja langsam gerade so. Ne? Aber wenn Gewicht drauf ist, ist es okay. Es ist okay. Ich dachte, der wäre leer jetzt am Anfang. Nee. Ich habe gemerkt, natürlich, der drückt ein bisschen was, aber beim Langsamfahren merkt man nicht gleich. Ja. Weil wenn du jetzt gesagt hättest, der wäre leer, hätte ich gesagt, dann mach den Turbo an. Aha. Aber bei 40 Tonnen Ausladung ist diese Beschleunigung vollkommen in Ordnung. Dann braucht er das auch, ne? Ja. Also wir fahren ihn jetzt wirklich mit 40 Tonnen Ausladung, Leute. Genau. Und ich fahre jetzt zum ersten Mal ein DAF. So. Ich will einmal noch ein bisschen nach hier hinten. Oh ja, siehst du, guck mal. Ohne dass ich den vorher kannte, wusste ich, wo man es einstellt. Das ist schon mal gut. So, er hat auch Spurassistent, ja.
Hat Spurwarnung, hat er, ja? Ja, meine ich. Ja, ja, genau. Und man sieht auch, wie schnell der Vordermann fährt. Habe ich gerade gesehen, ne? Stimmt, ja. Ja. Und auch die Abstand zum Vordermann. Also bis zu ca. 180 Meter, 200 Meter kann er das sehen. Ja. Und zeigt er das an. Ich möchte für die Zuschauer kurz erklären, warum das so wichtig ist, dass man sieht, wie schnell fährt der Vordermann. Wenn man mit dem LKW einen anderen LKW langsam sich nähert, kann man gucken, wie viel km/h fährt er denn eigentlich effektiv schneller, lohnt sich überhaupt ein Überholen. Und dann kann man gleich vorausschauend mit der Idee rangehen, der ist einfach zu langsam, ich überhole den gleich. Das ist halt eine tolle Sache, wenn man sieht, wie schnell der Vordermann fährt. Nur mal so eine kleine Basic. Da ist er, den wollte ich hören. Ja. Der ist halt, wenn man rechts rüber fährt, hupt es oder macht es Ton rechts, fährt man links gegen links. Genau, ja. Und er zeigt das auch noch auf dem Display an. Wenn man über die Linie fährt, dann du siehst da schön die blaue Linie, wo zwischen der LKW fährt. Wenn man über die Linie geht, dann werden die so orange-rot. Ja, ja, ja. Lassen wir jetzt mal einen Kollegen überholen hier. Morgen. Da musste gerade gucken, was für ein LKW ist das. Weil der ist ja noch nicht in Serienproduktion, ne? Genau. Wir haben jetzt September, also in Oktober, dann wird die Serienproduktion anlaufen. Aber die Federung, ist das die Standardfederung hier? Das ist mit Luftfederung. Das ist Luftfederung, das ne? ist Luftfederung, das ist optional. Oh, sehr angenehm. Ja, schön, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade, das hatte ich mal in einem Kommentar, macht es dem Motor irgendeinen Schaden, wenn ich die Motorbremse von 0 auf 3 ziehe? Oder muss ich 1, 2, 3 machen? Weißt du das? Nee, das ist kein Problem. Man kann das einfach gleich auf die dritte Stufe. Ja. Ja. Das ist die erste, zweite Stufe. Warte mal. Oh ja, man hat noch Motorsound. Ja, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was meinst du? Das ist also überhaupt kein Problem, wenn man gleich auf die dritte Stufe geht. Die 3 Stufen sind drin, damit der Fahrer sich schön auswählen kann, welche Stufe ich brauche. Wenn man zum Beispiel nur einigermaßen abbremsen möchte, dann kann man Stufe 1 oder Stufe 2 benutzen. Ja. Will man volle Pulle sozusagen von die Motorbremse haben, dann zieht man einfach die dritte Stufe drauf. Und dann ich hatte mal einen Kommentar, derjenige hat mich hart angegangen, dass ich den Motor, ob ich nicht weiß, was ich da tue, ich schade dem Motor, wenn ich sofort in die Stufe 3 gehe oder auch beim Retarder, wo ich mir denke, das ist die modernste Technik. Ja. Der Motor kann das schon, das ist elektronisch gesteuert. Wenn es einen Schaden geben würde, würde der Motor es ja gar nicht zulassen. Das nicht machen, das ist überhaupt kein Problem. Nee, ja. Dafür ist der Motor völlig ausgelegt. Ja, genau. Man muss sogar, um maximale Motorbremsleistung zu bekommen, muss man sogar auch in die hohe... Bei der Motorbremse, ja. Muss man die Höhe Drehzahlen angehen, sonst... Das hat das ist lustige Geschichte, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, mein Fahrlehrer, ich habe noch auf dem SK gemacht, auf dem Mercedes damals. Aha. Und man lernt das ja beim PKW, dass man mit niedrigen Drehzahl fahren muss, um Sprit zu sparen und so weiter. Und dann war es für mich völlig fremd, hohe Drehzahlen mit der Motorbremse zu machen, weil ich gedacht habe an Spritverbrauch, wobei die Motorbremse hohe Drehzahlen braucht, um die optimale Wirkung zu erreichen. Und das muss hier oben erstmal Klick machen. Ne? Mhm. Genau, das war, genau, die braucht halt hohe Drehzahlen. Hört sich schlimm an, wenn der Motor so hoch dreht, aber das ist für den Motor heute ist das völlig okay. Ja, dafür ist er voll ausgelegt. Ja. Danke. Also es ist sehr übersichtlich. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, schön Richtung Fahrer orientiert hier der Display. Ja. Ne? Hier alles gut erreichbar hier. Genau. Dann habt ihr Drehknöpfe bewusst wahrscheinlich genommen, damit der Fahrer nicht immer so viel den Blick wegmachen muss, sondern die Basics quasi drehen kann, richtig? Ja, genau. Mhm. Und keine Touch-Displays, einfach alles mit der Hand schön zu bedienen. Aber ihr habt auch Touch. Der kann man auch als Touch bedienen, aber die wichtigsten Fahrfunktionen sind eigentlich alle auf dem Lenkrad positioniert, damit man während der Fahrt nicht seine Hände vom Lenkrad runternehmen muss. Oh ja.
Er ist aber jetzt gut hochgekommen. Dafür, dass ich ihn jetzt bewusst den Schwung genommen habe, das muss man jetzt dazu sagen, ist er jetzt den Berg mit 63 hochgefahren. Boah, sieht der Berg stark aus. Boah, ist eine Kulisse. Ja. Wahnsinn. Nee, ich habe ihn ja jetzt gerade, ich habe ja gerade genau das Verkehrte gemacht, was man nicht machen sollte vor dem Berg als LKW-Fahrer, aber um ihn mal kurz zu fordern, ja. Wir haben weiter in der Tour haben wir noch einen steileren Berg auch und der zieht sich wirklich lang. Da hat man so wirklich ca. 4-5 Minuten, dass der Motor Volllast drehen muss. Ja. Was ich jetzt mache, Leute, ist, ich habe ihn jetzt Motorbremse Stufe 3 und das schafft er nicht ganz zu halten. Das ist eigentlich unmöglich bei dem Gewicht. Ich brauche einmal nur ganz kurz mit dem Fuß Bremse antippen und habe dann wieder Zeit, kann ihm wieder Zeit geben, verschleißfrei zu bremsen. Und einfach nur mal ganz kurz mit der Betriebsbremse zu unterstützen, tippe ich es einmal drauf, das wäre jetzt. Lasse jetzt wieder los und jetzt hält er super die Geschwindigkeit. Beachtlich, wenn man die Motorbremse von früher noch kennt, ich kenne sie, so. Ist das schon verrückt? So im Vergleich zu alten Drosselklappen, wo nur ein bisschen Geräusch hätte, aber keine... Wo ich mich gefragt habe, warum drücke ich da überhaupt drauf? Mein Fahrlehrer benutzt die mal, da war ja noch so ein Fußding unten drauf drücken. Irgendjemand hat da nicht viel gemerkt. Ne? Tatsächlich ist es dann also so, dass ein Retarder kostet ja mehr Geld bei der Bestellung jeglichen LKW-Herstellers. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel als Unternehmer Fahrten macht, die nicht so bergig sind, reicht die Motorbremse hier vollkommen aus. Reicht vollkommen aus, ja. Und ein Retarder bringt auch ein bisschen extra Gewicht an Fahrzeug. Also ja, genau. Wirklich auf Gewicht alles auslegt. Weißt du, wie viel Mehrgewicht ein Retarder hat? 180 circa. Nee, sorry, 85 circa. 85 Kilogramm. 85 Kilogramm, ja. Und Retarder kostet auch ein bisschen mehr Kraftstoff im Vergleich zu einer Motorbremse. Wenn das System nicht funktioniert, verbraucht man überhaupt keinen Sprit. Auch nicht, wenn die Motorbremse aktiviert ist. Bei den Retarder hat man diese Drehscheiben drin. Ja. Und der verbraucht immer ein klein bisschen Kraftstoff. Ach so, also wenn man das aufs Optimale mit dem Kraftstoffverbrauch machen will und ist nicht so bergig, dann kann man quasi bei Motorbremse bleiben und man spart Kraftstoff. Aber was ich gerade lustig gesehen habe, dass die in Spanien auch nicht auf der Autobahn auffahren können. Es beruhigt mich, es ist kein deutsches Problem. Aber wir haben jetzt kein Radio an und das hört man ja, glaube ich, auch in der Kamera gut. Er ist wirklich ruhig, sehr laufruhig. Ne? Also den Motor hört man ja fast gar nicht, es sei denn, er muss stark arbeiten. Also ist wirklich auch außen, also die Geräuschkulisse nach draußen ist auch sehr gering hier. Aber ihr habt nicht sowas wie Akustikverglasung eingebaut, oder? Das ist normale Scheiben, ja? Das ist Solarglas, also es ist doppelt. Aber das ist natürlich macht das auch etwas aus für die Akustik. Ja. Aber das ist speziell für die Wärme. Auch wenn die Sonne da drauf steht, dass man die Wärme ein bisschen besser draußen halten kann. Aber das macht auch für die Akustik. Aber das ist sehr, 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 sehr leise. Ja. Das ist auch, das ganze neue Design ist natürlich gemacht für den optimalen Airflow, sage ich mal. Und das heißt auch, dass man sehr niedrige Geräusche hat vom Wind. Ja. Und der Motor an sich ist natürlich auch sehr leise. Super. Das ist ja fast, als wenn man von draußen zuguckt. Ja. So, weißt du, also man guckt zwar jetzt draußen zu, aber das wirkt so, als wenn die Kamera neben dem LKW steht. Also so von dem Winkel her ist verrückt. Also es ist echt, man kann echt viel einsehen. Auch hier rechts kann ich jetzt die Achsen hinten schön nah an den weißen Streifen bringen. Wow.
Ach, er hat Daumen hoch gemacht, hast du das gesehen? Ja. Der saß aber in einem anderen Modell. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Das war kein DAF, ne? Das war kein DAF. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Das war jetzt nicht abgesprochen, nicht gespielt. Der hat wirklich Daumen hoch gemacht. Ja, bessere Situation könnt ihr jetzt gerade nicht haben. Ich schneide es mal nicht raus. Lasse ich mal drin. Verrückt, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe erst gedacht, weil er die erst da vorne gegrüßt hat, mit Lichthuper, dass die sich vielleicht kennen oder so. Aber bei uns hat er dann ja so gemacht. Ja, besseres Kompliment kann man nicht bekommen eigentlich. Genau, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Super. Ja. Betriebsbremse geschont, gute Arbeit. Ich kriege ein Kompliment. Kompliment, ja. Direkt sympathisch. Also ich fahre den jetzt wie lange? Wie viele Minuten fahre ich den? 30 Minuten circa, schätze ich so. Ich suche verzweifelt gerade nach einem Kritikpunkt, dass ich nicht immer nur lobend, aber im Moment finde ich gerade nichts. Ich fahre den jetzt, als wenn ich den schon sehr lange fahre. Also er ist sehr fahrerfreundlich. Ich habe noch nie einen DAF gefahren und er fährt sich wirklich, als wenn ich den jetzt hier schon wochenlang fahre. Und ich fahre den ein paar Minuten erst. Das ist echt cool. Ich gehe mal mit Gas rein, aber zu spät. Jetzt muss er. Jetzt. Ich hätte ihn natürlich noch einen Gang höher vorwählen können, dann wäre er stärker durchgegangen, ja. Ja, aber ich schaff's. Aber ich finde gut, dass ihr den auch uns testen lasst mit Ausladung, ne? Machen wir immer. Okay. Ja, immer 40 Tonnen. Ja. Das maximale Gewicht in viele Länder, damit man immer einen guten Einblick hat in wie ein Fahrzeug lenkt, wie er federt, wie er zieht, dass man einfach alles erleben kann, wie es in der Praxis auch ist. Ja. Ach, müssen wir anmachen? Ja, das ist so eine Pflicht in Spanien, wenn man sehr langsam einen Berg hochfährt, dann machen die immer ihre... Ah ja, das haben wir in Deutschland auch oft, dass die es machen. Ich wusste nicht, dass es Pflicht ist. Okay. Nichts geladen, mein Freund. Gib mal ja nicht so an. So, und da sind wir am steilsten Berg auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich habe da quasi die Highlights so rausgeschnitten. Ist natürlich ein langes Video, aber ihr liebt ja auch diese Fahrvideos. Von daher glaube ich, dass wir da einig sind, dass es echt ein interessantes Video geworden ist. Liebe Kanalunterstützer, ihr könnt das Video natürlich uncut in voller Länge in den Videos finden. Ich werde jetzt immer versuchen, für meine Kanalunterstützer, ich bin euch sehr, sehr, sehr dankbar, vielen herzlichen Dank dafür, immer ein Video zu präsentieren, was ihr ohne Cuts habt. Das heißt, wenn ihr nicht genug von dem Fahrvideo habt und es in einer vollen Länge genießen möchtet, schaut mal in die Videoliste rein. Dort habt ihr extra für euch, für Kanalunterstützer, dieses Video in XXXXL. Ja, und ich kann nichts anderes sagen, als dieser LKW hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er fährt sich wirklich wunderbar. Ja, DAF, top Arbeit, und wenn noch nicht gemacht, lasst einen Daumen hoch da und ein kostenloses Abo würde mich freuen. Und wenn ihr mehr Bock auf solche Videos habt, wenn ich bei anderen Herstellern bin, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich danke fürs Zuschauen. Habt euch wohl, euer Kai, und schont euch.